Wir beschreiten den Pfad des Todes. Was ist mit dem Fluch? Alles Aberglaube, Satipo. Bleib ruhig. Hier ist es. Hier hat es Forrester erwischt. Ein Freund von ihm? Ein Konkurrent. Er war gut. Er war wirklich sehr, sehr gut. Senor, niemand kommt da lebend raus. Bitte. Vorsichtig. Senor. Bitte, schnell. Halt. Geh nicht durch das Licht. Forrester. Sie verrückt, Senor.
Los, schnell! Hier kann nichts mehr passieren. Das ist, was mir Angst macht. So geht das. Peitsche her! Die Figur! Die Peitsche! Adios, Senor. Adios, stupido. Marrakesch. Er kann das in Marrakesch verkaufen. Nicht der Mann für dich in den 10 Jahren. Wo zum Teufel warst du? Verdammt, lass mich hier unten nicht allein zurück! Marcus. Wo ist der Ausgang? Es ist wie ein Labyrinth. Ja, Labyrinth. Weichling. Was zum Teufel? Überall Dreck. Diese Ferkel. Da wird jemand mächtig Ärger kriegen. Ganz schön große Füße. Okay, Kumpel. Du kannst hier nicht schlafen. Wer zur Hölle sind Sie?
Gut. Du hast es so gewollt. Hast du dich drauf? Munkres non comitatie. Indiana? Ich habe mich schon gewundert. Was ist passiert? Wo ist er hin? Wer? Der Riese. Was denn für ein Riese? Jemand ist ins Museum eingebrochen. Er war groß. Er hat etwas gestohlen. Und hast du sein Gesicht gesehen? Narben. Dunkle Haut. Sprach eine Art Latein. Latein? Das ist mal was ganz Neues. Los, Marcus. Wir müssen rausfinden, was er gestohlen hat. Ja, richtig. Ah, gut gemacht, Indiana. Also, alles wieder am Platz? Nicht ganz. Was fehlt denn? SW 003. Was war das noch? Siwa-Expedition. Er hat die Katzenmumie, Marcus. Aber warum? Wie ist er entwischt? Die Eingangstür war verriegelt. Das kaputte Fenster. Vielleicht ist er dadurch auch wieder entwischt. Marcus? Hilf mir mal. Komm, Indianer. Ohne dich wäre ich verloren. Oh, ist schon gut. Der muss hängen geblieben sein, als er entwischt ist. Wir sollten herausfinden, was fehlt. Suchen wir weiter. Sieht doch katholisch aus, oder? Ich glaube, das ist das Siegel des Vatikanischen Geheimarchivs. Es geht um mehr als eine Katzenmumie, Marcus. Was hast du vor, Indiana? Ich brauche natürlich eine Vertretung. Indiana, Dawson wäre eine gute Wahl. Oder auch Kittredge. ehrlich, Indiana, du kannst nicht nach Italien reisen. Das College würde dir niemals Urlaub geben, nicht mitten in den Prüfungen, also wirklich. Es ist nicht zu ändern, Marcus. Vielleicht hätte ich nicht auf die Siwa-Expedition gehen sollen, aber so eine Chance konnte ich mir... Als du zurückgekehrt bist, war sie nicht da. Ich muss gehen. Du kannst nicht einfach vor deinen Problemen weglaufen, Indiana. Wart's ab. Fliege umgehend nach Rom. Stopp. Brauche Hilfe. Stopp. Triff mich im Vatikan. Stopp. Indy.
Mein Freund, stopp. Vatikan nicht sicher, stopp. Ich warte auf dich am Dorfweg, stopp. Diskretion ist eine Tugend, stopp. Antonio. Indy, bist du das? Antonio. Eile ist geboten. Ich habe eben Pater Ventura mit einem Schwarzhemd auf dem Weg zur Burg gesehen. Pater Ventura? Was sagst du? Ich sagte, wer ist Pater Ventura? Wir nennen ihn den Mann in Schwarz. Ein Freund Mussolinis. Er ist praktisch der Kopf des Vatikans, seit der Papst krank ist. Sch, der da. A Benito serve altro per renderlo a proprio agio? Il Duce non sarà mai a proprio agio dentro il Vaticano. Capisco. Quando arriveranno i suoi ospiti? Domani, se il vento è favorevole. Ich höre sie nicht mehr. Ich glaube, sie sind weg. Pater Ventura hat die Tore des Vatikans geöffnet. Jetzt sind überall Faschisti. Eine Schande. Wer ist der Gast, auf den Sie warten? Ich weiß es nicht. Fast geschafft. Wir sind am Ziel, Indy. Geschafft, Henri! Diesen Namen habe ich ewig nicht gehört. Wie viele Jahre ist es her? 19? Seit dem Krankenhaus am Piave. Das waren schlimme Zeiten. Unerträglich ohne einen guten Freund an meiner Seite. Folge mir. Hey, Antonio. Für mich? Die sind in New York City der letzte Schrei. Grazie, amico mio. Du, solltest dich etwas ausruhen. Buongiorno. Diese amerikanische Musik ist erstaunlich. Wie spielt man nur so? Ehi, che ci fate voi qui? Ventura ha detto di fare pratica per il comitato di benvenuto. E da quando Was ist da draußen los? da un prete? Ma da come fare? Sie scheinen heute Morgen besonders nervös zu sein. Ich habe Cornetti, falls du hungrig bist. Was hältst du davon? Das sieht aus wie das Siegel des Vatikanischen Geheimarchivs, aber etwas daran ist anders. Willst du dieser Sache wirklich nachgehen, Indy? Hier stimmt was nicht und das macht mich verrückt. Hinter dieser Katzenmumie steckt mehr. Und ich werde an diesem Riesen dranbleiben. Tja, das Einzige, was mir zu Riesen einfällt, ist aus dem 16. Jahrhundert. Als ein gewisser Pater Crescenzo geheime Inschriften in einem der ältesten Gebäude des Vatikans entdeckt haben will. Sie erzählten von einer Gruppe von Riesen, die er die gefallenen Engel nannte, verborgen in der heiligen Stadt. Aber
Man darf dabei nicht vergessen, wofür Pater Crescenzo hauptsächlich bekannt war. Und was war das? Blanker, rasender Wahnsinn. Komm, ziehen wir dich an, als kämst du von hier. Jetzt weiß ich es. Das Symbol, das du mir gezeigt hast, ich habe es in der Bibliothek gesehen. Genau, in der Restaurierungswerkstatt. Ist vermutlich unwichtig, aber du sagtest ja, du willst dranbleiben. Das ist eine brauchbare Spur. Du kannst die anziehen. Perfetto, Indy. Du hättest ein Mann der Kirche werden sollen. Mein Weg war ein anderer. Wir müssen vorsichtig sein. Der Duce hat seine Augen und Ohren überall, sogar in der heiligen Stadt. Vi siete fatto un amico, padre. Pater Ventura, das ist, Pater Gallagher von St. Joseph, Boston. Amerikaner. Sind Sie hier wegen Antonio? Er wird langsam taub, sagt er. Eine Kriegsverletzung, hörte ich. Ich bin nur hier, um Gott zu dienen. Wie wir alle. È responsabilità vostra. Credo che il Santo Padre sarebbe alquanto contrariato se introducessimo individui discutibili nella sua città. Naturalmente, padre Ventura. Eine echte Frohnatur. ja. Viel Glück, Indy. Wenn du mich suchst, ich bin hier, in meinem Büro. Okay. Der Urheber des Kreuzzugs, der nie aufbrach. Unter seinem Monument liegt die Tür der gefallenen Engel. Was heißt das? Darf ich mal? Der Kreuzzug, der nie aufbrach. Dum diversas? Die Papstbulle. Ja. Nach dem Fall Konstantinopels rief Papst Nikolaus V. zum Kreuzzug gegen die Osmanen auf. Doch Er brach nie auf. Nikolaus V., sein Turm. Das ist sein Monument. Suchen wir weiter. Der Dämon bewacht die Unterwelt, wo das Grab des Kriegerriesen liegt. ja, aber hier steht geschrieben, wer die Unterwelt zu betreten sucht, braucht das Blut der 5 heiligen Wunden. Die 5 heiligen Wunden, aus denen Jesus blutete. Ich brauche Blut. Das Blut Christi. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Was liegt unter dem Vatikan verborgen? Henri, du solltest zum Turm Nikolaus V. gehen und dort nachsehen. Danke, mein Freund. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Wie früher. Welche Geheimnisse da wohl warten?
Zeit, die Unterwelt zu betreten. Am Kreuz 5 heilige Wunden. Denn dies ist mein Blut des Bundes, vergossen für viele zur Vergebung der Sünden. Herr, weise uns den Weg. Großartig. Was ist das hier? Zu schwer. Kann ich ihn noch anders öffnen? Du bist ein ganz schöner Brocken.
Ich bin mal so frei. Der Beichtbrunnen. Eingang zum heiligen Kloster des Nephilim-Ordens. Da ist er. Detengo! Forza! Danke, Koppel. Ma tu non sei... Was hast du vor? Schöne Aussicht. Verzeihung, Pater... Gallagher. Ist das Bespitzeln von Leuten Teil ihrer Arbeit, Schwester? Ich habe eigentlich nur Vögel beobachtet. Ein Mordsvogel. Darf ich mal? Was fällt Ihnen ein? Hey, das ist mein Fernglas. Was zur Hölle machst du hier? Ein alter Freund? Das ist Emmerich Voss, deutscher Archäologe. Leiter des okkulten Forschungsprogramms. Und woher wissen Sie das? Der Herr offenbart sich seinen Dienern. Tatsächlich. Dr. Indiana Jones, Professor der Archäologie, Hey. Marshall College, Bedford, Connecticut. Ja? Und Sie sind keine Nonne, Schätzchen. Sie wissen nichts über mich. Man muss kein Priester sein, um zu wissen, dass sich Diebstahl schlecht mit den 10 Geboten verträgt. Die Regeln für Reporterinnen, die kenne ich nicht. Woher? Sie schreiben Ihre Notizen in Steno. Investigative Journalistin. Ich untersuche das Verschwinden einer Person, die mir sehr nahe steht. Sie wurde vor 6 Monaten entführt. Und ich glaube, Ihr Freund Emmerich Voss steckt dahinter. Das ist Dr. Laura Lombardi. Sie kennen sie? Weltweit führende Expertin antiker Sprachen. Ja, doch vor allem ist sie meine Schwester. Ich bin Ginetta Lombardi. Was tun Sie hier? Ich suche eine Katze. Eine Katze? Eine Mumie. Was, Mumie oder Katze? Eine Katzenmumie. Wieso?
Weil ein Riese aus dem Vatikan sie mir gestohlen hat und ich wissen muss, warum. Sie sind ziemlich merkwürdig, Dr. Jones. Ihre Antwort wirft nur noch mehr Fragen auf. Dann fragen Sie nicht. Ein Vorschlag. Wenn wir etwas hören, das für den anderen interessant ist, tauschen wir uns aus. Deal? Na schön, Miss Lombardi. Deal. Gut. Nennen Sie mich Gina. Wir sehen uns, Strambo. Vater Gallagher. Ganz recht. Aus Boston. Meine Leute berichten, Sie schnüffeln in der heiligen Stadt herum. Oh. Priester haben hier also Leute. Ich bin weit mehr als das, Mr. Gallagher. Pater Gallagher. Pater. Natürlich. Dies ist nicht die Zeit für Ihre neugierigen Augen, Pater. Überall lauern Spione und Verräter. Lügner, Aufrührer, Kommunisten. Oh. Ich werde vorsichtig sein. Danke für die Warnung. Das sollten Sie. Ich sehe wirklich alles, Pater. Ich bin nicht barmherzig. Ich schütze mich vor meinen Feinden, schütze Gott mich vor meinen Freunden. Amen. Lange nicht gesehen? Wenn Sie meinen. Wie auch immer. Haben Sie Informationen? Vielleicht eine Spur zu Ihrer Katzenmumie. Ich höre. Meine Kontaktperson Juliana. Ich habe sie gefragt, ob der Vatikan etwas über sie und ihr College weiß. Ich soll sie im Museum treffen. Irgendetwas muss passiert sein. Das Museum ist abgeriegelt. Worauf warten wir denn noch? Wer ist diese Kontaktperson? Ich habe Juliana kennengelernt, als ich über den Abessinienkrieg berichtet habe, bevor sie als Schwester in den Vatikan ging. Nach Ihnen. Sie sind also der amerikanische Priester, von dem Pater Ventura erzählt hat. Ich liebe Amerika. Bitte, ich muss etwas beichten. Nehmen Sie mir die Beichte ab. Setzen Sie sich. Ich vergebe. Ich habe doch noch gar nicht gebeichtet. Schön, bringen wir es hinter uns. Vater, vergib mir, denn ich habe gesündigt. Ich hatte was mit meiner Schwiegermutter und... Schon gut, das macht 3 Ave Maria. Nein, Sie verstehen nicht. Meine Frau erwartet ein Kind und ich fürchte... Was? Ja, darf ich bitte ausreden? Ich fürchte, dass meine Schwiegermutter nun auch eins erwartet. Mein Gott, was haben Sie getan? Moment. Sie sind kein Priester. Ah, pfeif drauf. Tut mir leid, Kumpel. Das hast du verdient. Hier, rein mit Ihnen. Hier drüben, Dr. Jones. Kommen Sie durchs Fenster. Ich dachte gerade, ist das nicht zu gruselig für einen Archäologen? Damit komme ich schon klar. Na gut, Sie harter Kerl. Wir müssen den Lagerraum finden. Das war der Treffpunkt mit Juliana.
Verschlossen. Das übernehme ich. Seit wann lernt man auf der Journalistenschule, wie man Schlösser knackt? Klar. Mein Lieblingsfach. Direkt nach der Giftkunde. Ehi, come va? Ich höre jemanden. Es könnte unschön werden. Testardo d'un prete che ho dovuto mandare via. Il mio compito è semplice. Fate in modo che nessuno entri senza permesso. D'accordo. Den Kerl übernehme ich. Rumore. Meglio dare un'occhiata. Ma Du hast sicher dein Bestes Sieht gegeben. gut aus für einen Archäologen. Ich schätze eben gute Handarbeit. Das ist Julianas Ring. Dov'è la suora assassina? È rinchiusa nella torre dei Borgia. Hanno capito perché ha ucciso Ridolfo? Io sospetto che l'abbia vista fare qualche cosa di proibito. Comunque, l'anziano ha i suoi metodi per far parlare la gente. Da sind Sie ja. Wo waren Sie? Ich bin hier, oder? Egal, wir müssen los. Ich glaube, man hält Juliana ganz oben im Turm. Kommen Sie. Da, Soldaten. è ancora lassù. Alessandro se la sta lavorando. Meglio Sarà una andare giornata a vedere. lunga. Non posso crederci. È una suora per di più. Tu credi che sia una suora? Ho sempre detto che sia. A terra! Gente, non credo sia un difetto. Ehi! War das ein Schlag? Hey, nicht aufgeben. Ich fange erst an. Verschlossen. Weg da! Allora, chi è il tuo contatto, eh? Te lo chiedo un'ultima volta, dopodiché io ti spacco la faccia! Gina! E voi chi diavolo siete? Dr. Jones, Den übernehme ich. aspetta che ti slego. Troppo veloce! È quello di cui mi avevi parlato. Ja, Dr. Jones ist Amerikaner. Er sucht seine verschwundene Katze. Ein guter Mann. Sie müssen sie sehr lieben. Wie alle guten Männer. Ich habe sie tief ins Herz geschlossen. Amica mia. Finalmente, amica mia. Avevi perso questo. Grazie mille. Senti, io rischio troppo a rimanere qui. Devo andarmene. Dove sono le chiavi? È tutto libero. Warte, du sagtest, du hast Informationen für Dr. Jones. Der Vatikan beobachtet sie seit der Ausgrabung in Siwa. Das geht bis ganz nach oben. Sie haben da was entdeckt, was wertvoll für sie ist. Dieses Dokument vom Vatikanischen Geheimdienst autorisiert ihre Beschattung. Der Schlüssel passt zu einer der Türen im Turm. Vielleicht ist ihre Katze dort. Danke. Sie haben mir geholfen. Was kann ich für Sie tun? Erst vereinbare ich ein Treffen mit einer gut informierten Quelle. Ich hinterlasse Ihnen eine Nachricht in der Sixtinischen Kapelle. Diese Lady macht mich fertig. Der Eingang zum Kloster muss hier sein.
Wie öffne ich den geheimen Eingang? Der Drache des Lichts wandte sich dem Dunkel zu und enthüllte das Heiligtum. Eine finstere Bestie blickte ins Licht und öffnete so das heilige Tor. Hey, Strambo! Was zum... Haben Sie was? Gina. Ist das eine Geheimtür, Dr. Jones? Wo ist mein Hut? Sind Sie vielleicht einem Geheimnis auf der Spur? Hören Sie, Gina. Es war toll mit Ihnen. Und ich hoffe, Sie finden Ihre Schwester. Doch ich arbeite allein. Wo ist mein Hut? Hier. Also, wie kriegen wir das auf? Bravo! Der Brocken, er dreht sich! Sehen Sie das, dein Griff? Versuchen wir, ihn zu drücken. Sowas hab... Also, sollen wir da reingehen? Nein, ich gehe ran. Die Lady lässt sich nicht abwimmeln. Oh mio Dio. Da geht es tief runter, oder? Seien Sie vorsichtig. Das bin ich immer, Strambo. Nur fürs Protokoll. Zwischen Ihrer Katze und meiner Schwester besteht eine Verbindung. Natürlich sind Sie das. Und Voss ist die Verbindung. Sitz einer Geheimorganisation, die seit über einem Jahrhundert im Vatikan agiert. Dieser Ort muss uralt sein. 6. Jahrhundert, schätze ich. Dr. Jones, Lichter. Hier war jemand. Ich brauche keinen Schlüssel. Haben Sie das gehört? Ja. Bruder Locus reiste in die neue Welt und lokalisierte das Wort in einer Schule.
Locus, hm? Bruder Locus wurde bei der Bergung leicht verletzt. Von wegen leicht. Es hatte die Form einer Katze und wurde in der Kammer für esoterische Artefakte deponiert. Wir müssen diese Kammer finden, Gina. Vielleicht gibt es hier Hinweise. Zum Ursprung des Ordens der Nephilim. Nephilim. Was ist das? Hebräisch für Riese. Spätere gefallene Engel, jüdisch-christliche Mythologie. Das muss eine Art Geschichtswerk sein oder ein Ursprungsmythos. Als die christliche Kirche entstand, schwor ein Stamm von Riesen Petrus die Treue, um für die Sünde ihrer Ahnen zu büßen. Diese Sprache. Kennen Sie sie? Zum Teil, sie erinnert an Keilschrift. Ich dachte, Sie wären Experte, Dr. Jones. Bin ich. Es gibt nur eine Person, die mehr von Totensprachen versteht als ich. Und wer? Ihre Schwester, Dr. Laura Lombardi. Irgendwas stimmt mit dem Bild nicht. Ach ja? Kunstkritikerin, was? Eine Geheimtür. Na dann los, aufmachen. Jemand kommt. Rein da, schnell! Weiter, da vorn muss ein Ausgang sein. Die Kinder der gefallenen Engel? Im Buch Henoch haben die Nephilim Gottes Schöpfung verdorben und die Sintflut ausgelöst, die die Erde säuberte. Hoffentlich treffe ich nie einen. War es das? Sitzen wir in der Falle? Das ergibt keinen Sinn. Hier ist ein Symbol. Was sagt der Archäologe von Weltrang dazu? Dasselbe Symbol haben Antonio und ich in der Bibliothek entdeckt. Antonio. Auch ich habe Freunde. Woher haben Sie... Amazza. Ich präsentiere die Kammer für esoterische Artefakte. Ist da was? Nein, nein. Nur Schatten. Ist das Ihre Katzenmumie? Hübsche Sammlung haben die hier. Muss der verlorene Nerga-Götze von Eridu sein. Wer ihn berührt, beschwört einen sumerischen Todesfluch. Falls Sie an sowas glauben. Natürlich nicht. Da bist du ja, meine Gute. Ich Locus, wie Tutus ist. Das ist ein wahrhaftiger Riese, Dr. Jones. Yep. Locus, richtig? Santus, Reliquies, Reponi. Sicher. Wir beide hatten einen holprigen Start, aber das ist Schnee von gestern. Können wir das hier ausdiskutieren, wie... Sie will... Oh.
Dann wohl nicht. Indigni estis morte bellatoris. Fugere poteratis, nunc patiemini. Come ad hunc locum secute estis. War das schon alles? Nun, er hat noch Puls. Ist er tot? Los, weg hier, bevor er aufwacht. Helfen Sie mal. Se il Papa lo viene a sapere, sarà la fine per me. Amico mio, il Papa è debole, moribondo. Preferireste irritare lui o irritare me? Riporrò la mia fiducia in voi, Benito. Vertrauen. Ein wunderbares Konzept. Nicht wahr, Herr Voss? Vertrauen, Exzellenz, ist unabdingbar für den Sieg. Das verstehen Sie sicherlich, Pater Ventura. Ho accettato di mostrarvi la sala del tesoro segreta, ma non si può prendere niente. Mio vecchio caro amico, non vorrete certo deludermi, vero? Herr Voss prenderà quello che gli serve. Ma Benito, il Papa mi ucciderà. Ich glaube, es gibt schlimmere Dinge als den Tod, Pater Ventura. Was meinen Sie damit? Kommen Sie kurz. Stellen Sie sich die Schmach vor, mit der ein Mann leben muss, wenn sein Privates an die Öffentlichkeit gelangt. Die allerschlimmsten Sünden, die Gott mit dem Tod bestraft, vor aller Augen offengelegt. Was hat man Ihnen erzählt? Ich vertraue nicht auf bloßen Klatsch und Tratsch, Pater. Ich vertraue ihr darauf, wie die Muskeln um ihren Mund zucken, wie sich ihr orbicularis oris zusammenzieht. Ihre himmelschreienden Sünden stehen ihr buchstäblich ins Gesicht geschrieben. Widerwärtige Verbrechen gegen den Heiligen Geist. Geben Sie mir, was ich will, oder Sie werden zum Ausgestoßenen. Ein Schandfleck auf dem Antlitz der Kirche. Haben Sie das verstanden, Pater? Sa essere molto persuasivo, non è vero? Nun gut. Folgen Sie mir. Ah. Sind das die Schätze, die Berlin haben will, Herr Voss? Wunderschön.
Nein. Was ist das? Die Relikte des großen Kreises, Exzellenz. Der große Kreis. Die Kirche soll Jahrhunderte gebraucht haben, diese 13 Relikte des großen Kreises zu finden. Und es sind nicht mal alle. Oh, keine Sorge, Pater. Es sind nur noch 4 Stück, die gefunden werden müssen. Was dank der systematischen Effizienz deutscher Archäologen nur eine Frage von Wochen sein wird. Ich muss Sie warnen, Herr Voss. Die Relikte sind gefährlich. Sie sollen Kräfte bergen, die nicht von dieser Welt sind. Und genau deswegen will der Führer sie haben. Ich erwarte, dass auch Italien von diesem Vorhaben profitiert, Herr Voss. Vertrauen Sie mir, Exzellenz. Sobald wir alle Relikte haben, werden unser beider Nationen unaufhaltsam sein. Molto bene! Felice che abbiamo risolto questa faccenda in modo amichevole. Bereitet den Abflug vor. Danke für Ihre Mitarbeit. Arrivederci. Bravo! Nein. Hey, wohin geht's? Den Nazis hinterher. Sie bringen das Luftschiff nach Gizeh zurück. Zurück? Ja, wie ich sagte. Das hätten wir. Verdammt. Die Tür. Sie geht nicht auf. Haben Sie noch Ihren Anhänger, Dr. Jones? Das mache ich allein. Eine Spur zu groß für Sie. Sie haben Ihre Katze. In Stücken. Ich muss Laura finden. Der große Kreis ist archäologisch sehr bedeutend. Das ist mir wichtig. Ihr großer Kreis ist mir egal. Mich kümmert nur meine Schwester. Ich hatte schon mal mit den Nazis zu tun, glauben Sie mir. Das ist kein Zuckerschlecken. Na gut, dann versuchen Sie dran zu bleiben. Versuchen. Was soll das wieder heißen? Zu langsam. Nein, nicht. Das sind alle. Schickt uns rauf! Was war das? Gott will nicht, dass wir die Stadt verlassen, Franz. Hör auf! War nur Spaß. Ist wahrscheinlich nur die miese italienische Technik. Hallo, schneller, ihr verzögert unseren Abflug. Pater Gallagher. Oh, Hallöchen. Wo ist Ihre Soutane? Warum sind Sie nicht mit Pater Antonio in der Bibliothek? Wollte das Luftschiff sehen.
Wir Amerikaner, wir schnüffeln überall rum. Mit Pistole und Peitsche? Los. Sie wären überrascht, wie nützlich die oft ist. Verräter? Verschwörer? Lügner? Und jetzt muss ich mich auch noch mit Spionen rumschlagen? Macht mit ihm, was ihr wollt. Ich kümmere mich um Antonio. Monsieur. Voi. Demonio. È un demonio! Uccidetelo! Bereit machen zum Abflug. Buona fortuna, amico mio. Sie wieder! Ja, ich wieder! Helfen Sie mir! Stopp! Stillhalten! Was wollten Sie denn da draußen? Frische Luft. Warum verfolgen Sie mich, Strambo? Oh, nur nicht übermütig werden. Ah, Der große Kreis ist das Geheimnis der Archäologie. Wissen Sie, was das ist? irgendein schickes, rundes Ding für Ihr Museum? Nein. Was? Haben Sie einen Lippenstift? Geben Sie her. Schön. Die Erde. Die Menschheit hat viele Stätten mit spiritueller Bedeutung errichtet. Siwa, Gizeh, Ur, Persepolis, Mohenjo-Daro, Sukhothai, Nazca, Machu Picchu und das Seltsame ist, wenn Sie eine Linie ziehen, durch diese uralten Orte in aller Welt, ergibt das einen perfekten Kreis. Der große Kreis. Ganz genau. Klingt eher nach Zufall für mich. Ja, vielleicht. Vielleicht ein Zufall. Oder aber Voss hat eine Verbindung zwischen den Steinrelikten und dem großen Kreis entdeckt. Den Nazis ist Geschichte egal, Dr. Jones. Die interessiert nur Macht. Es heißt, der große Kreis verfüge über einige Macht. Es soll die Geometrie sein. Eine tiefe Kraft, die die Städten verbindet. Das ist doch Aberglaube. Ich bin nicht abergläubisch. Ich auch nicht. Doch wenn Voss die Steinrelikte deswegen will, müssen wir sie vor ihm finden. Nein, Sie müssen sie finden. Ich muss meine Schwester finden. Tut mir leid. Ich hätte auch einen Stift gehabt. Als Journalistin. Ist übrigens antik. Was? Die Haarnadel. Frühes 19. Ein Geschenk meiner Schwester. Darf ich?
Schön gearbeitet. Das scheint was zu... flimmen. Ah, Was haben wir denn hier? Laura hat mir nie davon erzählt. Wäre im Knast nützlich gewesen. Sie haben gesessen? Es gibt so vieles, was Sie nicht von mir wissen. Ist ein langer Weg nach Gizeh. Stimmt. Zeit für ein Nickerchen. Wir landen gleich. Es wird von Nazis nur so wimmeln. Okay, dann los. Das ist gut gelaunt. Sicher nicht mehr lange. Wer weiß, was Ganz mit seiner Ausgrabungsstätte angestellt hat, während wir weg waren. Werden wir ja bald sehen. Beim Heck ist eine Wartungsklappe. Da können wir raus. Willkommen in Gizeh! Herr Littler! Sind Sie fetter geworden? Zu viel italienische Pasta vielleicht? Ihre geistlosen Bemerkungen ziehen vielleicht bei den Schwachköpfen der Wehrmacht, Oberst Ganz. Mich interessiert vielmehr, was Sie in meiner Abwesenheit mit meiner Ausgrabungsstelle angerichtet haben. Ich bin auf persönlichen Wunsch des Führers hier. Sie sind mir unterstellt. Finden Sie gefälligst die restlichen Relikte, damit ich sie dem Führer bringen kann. Oder ich lasse Sie erschießen. Gefällt Ihnen das besser? Möchten Sie das, hä? Jetzt amüsieren Sie mich aber, Oberst. So wie ein Dorftrottel die Leute mit seinen drolligen Marotten amüsiert. Und jetzt genug der Albernheiten. Bringen Sie den Riesen zum Reden, haben Sie es verstanden? Den Riesen werde ich heute Nachmittag eingehend verhören. Machen Sie sich mal keine Sorgen. Geben Sie mir Bescheid, wenn Sie unweigerlich versagt haben. Dann bin ich vielleicht so nett und zeige Ihnen, wie es richtig geht. Vielleicht sollten Sie sich lieber etwas ausruhen, bevor mich das Verlangen übermannt, Ihr ganzes Unternehmen niederzubrennen und auf die Asche zu pissen. Ja. Die Reise war lang und Priester sind ermüdend. Fast so ermüdend wie Sie. Fahren Sie woanders mit, hier ist kein Platz mehr. Wissen Sie, Bergmann, willensschwache Männer sind am einfachsten zu manipulieren. Giarretti.
تفضل ادخل. Gina, Schätzchen. Nawal. Endlich. Und wen haben wir da? Das ist Dr. Indiana Jones. Ich bin Archäologe. Berühmter Archäologe. Sagt mir was. Marcus Brodys Partner? Sie kennen Marcus? Wir haben gemeinsame Bekannte. Mein Name ist Nawal Shafiq Barkley. Bewahrerin geschichtlicher Artefakte. Und seit neuestem im Spionagegeschäft tätig. Für Miss Lombardi hier. Nun, Sie müssen hungrig sein. Kommen Sie. Was für eine faszinierende Welt. Wie schön, dass Sie das sagen. Nun, vielen Dank. Was für einen schönen Pavillon Sie da haben. Oh, schauen Sie sich nur um, Dr. Jones. Zu freundlich, Madame Nawal. Sie haben ein Auge für Qualität. Ach, nur Krempel und Mitbringsel von meinen Reisen. Also dieser große Kreis. Die Nazis glauben, er ist eine Verbindung zu einer Art Macht? Fast zumindest. Er denkt, er kommt so in die Geschichtsbücher. Für ihn ist alles ein Wettkampf. Er benutzt meine Schwester für seine Zwecke. Wir werden sie finden. Einfach alles ist vorherbestimmt, sagen die Ägypter. Ach, Sie wollen Osiris füttern, Dr. Jones? Ich glaube, er ist nicht hungrig. Angst vor Schlangen, Dr. Jones? Dürfte bei Ihrem Beruf schwierig sein. Nichts würde mich glücklicher machen, als Ihre Schlange zu füttern, Madame Nawal. Einer meiner Spione hat dies aus dem Nazi-Lager geschmuggelt. Mittelbewilligung für eine Art Experiment. Unterschrieben von Adolf Hitler. Widerlicher Trottelzwerg. Dr. Laura Lombardi. Sie steht auf der Teilnehmerliste? Mir ist unklar, worum es bei dem Experiment geht. Ich werde daraus nicht wirklich schlau. Wo bist du da nur reingeraten, Laura? Sie war so vertieft in ihre Arbeit, als wir in Berlin lebten. Sie war nie wirklich präsent. So wie ein Geist. Sie liebt dich noch immer, weißt du? Tja, ich bin noch immer für sie da. Und tue alles, was ich kann, obwohl... Voss hat ein Büro im Nazi-Lager. Vielleicht finden wir dort ja noch weitere Informationen. Wie kommen wir rein? Ich kann Arbeitspässe besorgen. Aber das dürfte eine Weile dauern, fürchte ich. Geschafft. Schlange gefüttert. Wunderbar. Das Idol des Ra. Voss glaubt, dass es hier ist, Dr. Jones. Was ist das? Eine Statue. So groß vielleicht. Einer alten ägyptischen Legende nach soll sie mit einem Fluch belegt sein. Sie ist seit Tausenden von Jahren verschollen. Keiner weiß, wo sie ist. Und wie kommt Voss darauf, dass sie hier in Gizeh ist? Glaubt er, der gute Cheops hat sie? Cheops ließ die große Pyramide als sein Grab bauen. Hätte er das Idol gehabt, Hätte er seine dann... Macht vor der Welt verbergen wollen. Die Macht des Steins. Nawal, Sie sind ein Genie. Bin ich? Die Katzenmumie. Bitte? Die Steine des großen Kreises fanden sich in verschiedenen alten Relikten. Es könnte also sein, dass das Idol des Ra auch einen enthält. Oh, bravo! Der Lieferjunge gab mir diese Arbeitspässe für Sie. Ah, genau rechtzeitig. Also, ich glaube, ich habe einen Weg ins Lager gefunden. Kommt her, meine Freunde, ich erzähle euch alles. Gut, Madame Nawal. Was haben Sie? Haben Sie von den Tunneln unter Gizeh gehört?
Dort wurden Funde gemacht, doch hypothetischer Art. Bis jetzt. Sind das die Tunnel? Ein paar davon, ja. Status unbestätigt. Dies stammt aus einer höchst spekulativen Abhandlung zu einer möglichen Grabkammer. Sie ähnelt Osirion, entdeckt von Miss Murray und Sir Petrie 1903. Doch, ich glaube, einer meiner Agenten hat einen Eingang gefunden. Genau hier. Und er führt direkt ins Lager der Nazis. Nun, hier mein Vorschlag. Wenn ihr angekommen seid, handelt schnell. Findet den Tunnel, der ins Lager führt. Bleibt unentdeckt. Mein Kontakt hat ihn mit roter Farbe markiert. Der Tunnel führt in den Arbeiterbereich innerhalb des Lagers, nahe der Unterkunft von Voss. Dort ist eine Nazi-Flagge. Nehmt die runter. Das ist mein Signal für ein kleines Ablenkungsmanöver. Ich sehe nichts. Geht es hier lang? Da ist es. Legen wir... Ich sehe ihn einfach beim Arbeiten zu. Oh, Sie machen das sehr gut, Strambo. Grazie mille. Oh, tut mir leid. Ich darf doch mal? Es ist, als starrten die mich an. Keine Sorge, die sind überaus tot. Und bleiben es hoffentlich auch. Da Unterkunft sein. Da ist die Nazi-Flagge. Gut. D'accordo. Runter mit der Flagge. Sie sagten, Sie würden ihn verhören. Er ist tot. Ich habe ihn verhört. Er hat nichts gesagt. Also ist er jetzt tot. Ich habe Ihre unglaubliche Unfähigkeit aus Respekt zum Führer toleriert. Aber das hier, das grenzt an Hochverrat! Mir untersteht die gesamte Wehrmacht! Ich könnte sie hier und jetzt erschießen und keiner würde es hinterfragen! Also hinterfragen auch Sie nicht meine Hingabe zum Führer! Faszinierend. Wo waren die Affengeräusche? Um Ihren peinlichen Versuch, Dominanz zu zeigen, zu unterstreichen. Der Riese war unsere einzige Möglichkeit, die Traumstele zu öffnen. Und Sie, Oberst Ganz, haben ihn getötet. Wie wollen Sie das wieder gut machen, Sie Schimpanse?
Hoffen Sie darauf, dass Ihnen die Lösung aus heiterem Himmel auf den Kopf Indiana Jones. Was? Was tun Sie hier? Wollte mal vorbeischauen. So sieht man sich wieder, Indiana. Ich habe unsere Gespräche vermisst. Kann ich nicht behaupten. Bewach ihn. Ähnelt ägyptischen Hieroglyphen doch. Ja, sagen Sie mir Ihre Expertenmeinung, Dr. Jones. Etwa archaisches Sumerisch. Das ist keine Keilschrift. Und doch sieht es mehr aus wie Silbenschrift, nicht Abjad. Interessant. Ganz klar ein repräsentatives Zeichen. Sind Sie blind? Schon richtig, doch wie erklären Sie sich dann die Dreieckslinien? Das hier übersteigt Ihren Horizont, Dr. Jones. Archaisches Sumerisch kam Jahrhunderte vor den ersten Hieroglyphen. Sie... Das ist adamitisch. Stimmt doch. Adamitisch? Es heißt, adamitisch war die erste Sprache, die Gott den Menschen gab. Das muss es sein, was Ihre Schwester erforscht hat. Du hast sie direkt in den Vatikan geführt. Und was hat Sie hergeführt, Dr. Jones? Sagen Sie nichts. Eine Frau, nicht wahr? Es geht doch immer um eine Frau, oder nicht? Das ist lächerlich. Sie haben mir das Herz gebrochen, oder, Dr. Jones? Und warum? Hatten Sie Angst davor, ein Ehemann zu werden, ein Vater? Oh, Sie hatten Angst, wie Ihr Vater zu werden. Spielen Sie nur Ihre Spielchen, Voss. Auf mich zielt keine Waffe. Wo ist Laura? Sie sollten sich selbst fragen, wer Laura ist. Sagen Sie, wo meine Schwester ist. Also bitte, Sie missachten das Lex Parsimoniae. Bei jeder Erklärung ist die einfachste Theorie vorzuziehen. Ich pfeife auf Ihre Theorien. Sagen Sie mir einfach, wo sie ist, bevor ich schieße. Sie nehmen an, dass sie sich mir nicht aus freien Stücken angeschlossen hat. Und Sie nehmen an, dass sie will, dass Sie sie finden. Dabei müssen Sie doch nur davon ausgehen, dass sie da, wo sie ist, glücklich ist. Und für mich arbeitet. Nein! Nina? Nun, da ich Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit habe, können Sie gern fortfahren. Die Waffe! Ich habe schon viele wie Sie getötet! Hey! Sie haben mir das Leben gerettet. Bitte Sie, Oberst. Ich leiste immer meinen Dienst fürs Vaterland. Dennoch,
stehe ich in Ihrer Schuld. Tun Sie mir einen Gefallen. Versammeln Sie die Männer, rufen Sie die Knochensäger und legen Sie diese Eindringlinge in Ketten. Mit Vergnügen, Herr Sturmbannführer! Ich habe eine bessere Idee. Falls, Gott bewahre, alles in Rauch aufgeht, ist der Weg zurück abgeschnitten. Dann bleibt nur dieser Tunnel als einziger Ausgang. Ich warte dort, falls ich euch führen muss. Na los, wir müssen hier raus. Falls sie aufwachen. Ich sehe sie! Am Tunnel! Hier drüben! In den Tunnel! Alles in Ordnung, Dr. Jones? Sie hätten uns töten können. Ich musste verhindern, dass die Nazis uns folgen. Ist Gina. Gina! Gina! Wo sind Sie, Gina? Gina, ruf, wenn du uns hörst! Hallo? Ich bin hier! Dr. Jones! Ich bin hier! Naval, geht es dir gut? Oh, ja, Gina. Findest du einen Weg da raus? Glaube schon! Hier ist alles frei! Du bist im Fluchttunnel. Also geh einfach immer weiter geradeaus. Dr. Jones und ich suchen einen anderen Weg hinaus. Passt auf! Wir sehen uns im Zelt! Also, mal sehen, ob wir hier einen Ausgang finden. Voss hat sich ins Zeug gelegt. Das Idol des Ra. Der Durchrieb muss von hier stammen. Meinen Sie nicht auch? Das entstand in der Zeit von Thutmosis IV. 1000 Jahre nach Cheops. Hallo, mein Schätzchen. Oh, schauen Sie nur, Dr. Jones. So eine Süße. Bin eher der Hundetyp. Was steht da? Die Wächter schworen, das Geschenk der Götter und das Vermächtnis von Cheops zu schützen. Das Idol ist das Geschenk. Wächter. Riesige Wächter. Nephilim-Orden. Der Nephilim-Orden arbeitet mit den alten Ägyptern. Tausende Jahre vor dem Aufstieg des Christentums. Allein die Wächter tragen den Schlüssel zum Enigma von Harem-Achet. Horus des Horizonts. Verehrt in welcher Form? Der Sphinx. Und öffnet den Weg zur Zuflucht. Ein Verweis auf die Traumstele. Danach muss Voss gesucht haben, wie man die Traumstele aktiviert. Nicht aktiviert. Löst. Es ist kein physischer Schlüssel, sondern das Tattoo. Tattoo? Die Traumstele ist verschlüsselt. Das Tattoo der Nephilim, der Wächter, muss der passende Dechiffrierschlüssel dafür sein. Voss hatte ihn die ganze Zeit vor der Nase. Jetzt muss ich nur noch der Sphinx einen Besuch abstatten.
Hey, raus da! أنا آسفة أنا ضيعت ما كانش قصدي. Mit Eindringlingen machen wir kurzen Prozess. Danke, Dr. Jones. Nun, ich gehe besser zum Zelt. Sehen, ob Gina es geschafft hat. Woher kennen Sie Ginas Schwester? Woher ich sie kenne? Von meiner Ausgrabung in Saqqara. Sehr charmante Lady. Völlig verdreckt. Entzifferte 3000 Jahre alte Inschriften auf einer Grabkammer. Einfach wunderschön. Unglaublich klug. Hab viel von Ihrer Arbeit gehört. Ja, ihre große Leidenschaft. Gut, weiter geht's. Oh, kümmern Sie sich um das hier, hm? Komm schon. Das Tattoo-Symbol. Und was haben wir noch? Die Pyramide von Königin Mutterchen Kaus I. Da ist die Cheops-Pyramide. Moment. Ist das eine Karte? Ich brauche noch eine Stätte. Die Sphinx. Ja, das ist eine Karte. Das Riesensymbol ist gleich östlich der Pyramide von Chefren. Da muss es sein. Hier sollte der auf der Traumstele markierte Bereich sein. Hier muss einfach etwas sein. Also, Dr. Lombardi, vielleicht können Sie das aufklären. Falls diese Sprache der Ursprung aller anderen Sprachen ist, dann heißt das... Dies ist... Aton. Ja. Monsieur Vuha. Mefsher Vuha. Eid. Ich hab's langsam raus. Danke, Dr. Lombardi. Ich ordne die Fotos auf dem Altar an und sehe nach, was das bedeuten könnte. Legim. Hatscha Aton. Vuha. Leneb. Eshot. Al-Khat Sharam. Madame Naval, Sie sind ein Genie.
Ausgang. Es muss doch einen geben. Endlich! Ich hab's geschafft. Komm schon. Was tun Sie hier, Dr. Jones? Kleines Sonnenbad. Sie glauben, den großen Kreis zu kennen. Kennen aber seine Macht nicht. Oder die Macht hiervon. Doch ich bin derjenige, der diese Wahrheit enthüllt, Stück für Stück. Ach ja? Ich habe das Rätsel gelöst. Den Stein gefunden. Sie übersehen was, Voss. Archäologie ist ein intellektuelles Spiel fundierter Forschungs... Jetzt sag ich Ihnen mal, was Sie übersehen, Dr. Jones. Während Sie Ihr sinnloses Spiel spielten, spielte ich mit Ihnen. Oh, ich höre Ihre Gedanken rattern. Sie fragen sich, ob Sie sich ein bedeutungsvolles Leben hätten aufbauen sollen. Statt hier zu landen, tot und vergessen im Sande Afrika. Verdammter Drecksbastard! Sagte Jones. Für Sie ist Gewalt immer die Lösung, was? Herr Sturmbannführer, wir haben ein SOS von der verschwundenen Mannschaft erhalten. Wo sind Sie? Im Himalaya, Herr Sturmbannführer. Im Himalaya? Das ist ein gefährlicher Aufstieg zu dieser Jahreszeit. Überlassen Sie das mir, Herr Sturmbannführer. Was, um Gottes Willen, nein, Oberst, bitte. Ich werde doch nicht meinen wertvollsten Mann bei so einer gefährlichen Mission riskieren. Aber es wäre mir eine Ehre, einen so herrlichen Sieg für das Vaterland zu bescheren, Herr Sturmbannführer. Na schön, wenn Sie unbedingt darauf bestehen, aber... Oberst, vergessen Sie nicht. Ihr Erfolg würde nicht nur mich, sondern sicherlich auch den Führer zufriedenstellen. Jawohl. Bitte ziehen Sie sich warm an. Jawohl. Herr Lindner! Haben Sie aufgepasst, Bergmann? Erst Gegenwehr, dann etwas Bestätigung. Und der willensschwache Mann schwört seine unsterbliche Treue.
Sie wollen sich doch keinen Sonnenbrand holen. Nicht wahr, Dr. Jones? Oh nein, 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 nein. Wie? Nein, nein, nein. Lass mich. Also echt, das ist unfair. Lass mich. Oh, nicht doch. Lass mich. Dr. Jones! Wir kommen, Dr. Jones! Er wird ohnmächtig, Gina! Hilf mir! Grab schneller! Trinken Sie, Dr. Jones. Los, trinken Sie. Gut, dass Sie noch leben. Ich gewöhne mich langsam an Sie, Jones. Danke. Das Idol des Ra. Der Stein. Der Stein. Oh. Oh. Was? Er hat den Stein, Gina. Dann weiß ich, wo er jetzt hingeht. Omar gab mir das. Operation Großer Kreis. Der große Kreis. Vor einiger Zeit hat Voss ein Pergament in einem Grab in Nordafrika gefunden. Da ging es um verbotene Steine. Im März dieses Jahres wurden ihm Mittel für eine Ausgrabung bewilligt. In Machu Picchu. Eine Stätte des großen Kreises. Ja, genau. Und dort, unter den Ruinen, da fand er... Ein Stein. Irgendwie hat Voss meine Schwester nach Machu Picchu gelockt, wegen ihrer Expertise. Um das Adamitisch auf dem Stein zu übersetzen. Genau, aber dann ging der Stein verloren. Wie ist ein Mysterium? Alle Dokumente darüber sind streng geheim. Doch als ich den Funk der Nazis abhörte, konnte ich einen Morsecode vom Himalaya abfangen. Wo Voss seine ganzen Leute hinschickt. Und ich habe die genauen Koordinaten. Die suchen nach dem Stein. Wir müssen vor den Nazis da sein. Ja, aber die sind zu schnell. Wie sollen wir das schaffen? Werte Freunde, ich biete einen raschen Ritt an Bord der Scarlet Arrow. Sonnenentfacher. Sonnenentfacher. Sheram. Sheram. Name. Ozam? Was haben Sie gefunden? Ah. Das ist ein Foto von Laura Lombardi und Ihnen. Oh. Laura. Versprechen Sie mir was, Indiana. Liegt Ihnen was an ihr? Dann beschützen Sie sie. Was tuschelt ihr beiden denn da? Ach, ich meinte nur, dass ich einem ortskundigen Führer telegrafiert habe für den Himalaya. Bei dem Marsch solltet ihr lieber gut vorbereitet sein. Wenn du nur mitkommen könntest. Ach,
Das ist nichts für mich, Schätzchen. Ich hab's lieber warm. Was ist das? Schneeabgang! Lawine! Los, zurück! Nein, nein, nein! Wir müssen weiter! Dämliche Touristen! Der Stein muss dort oben sein! Zumindest laut Koordinaten! Tutto bene. Erschrecken Sie mich nicht so. Los! Das schaffen wir auch allein! Ich schätze, das müssen wir wohl. Nicht verkrampfen! Sie meinten, Sie seien schon hier gewesen. Und was haben Sie hier gemacht? Einen alten Freund besucht. Die Brücke ist ziemlich instabil. Lassen Sie mich zuerst. Vorsicht! Meine Güte! Alles okay? Ich lebe! Verrückt, dass der Stein hier gelandet ist. Machu Picchu ist auf der anderen Seite des Globus. Schnappen wir uns das Ding und raus! Als ich in den Alpen klettern war, gab es aber nicht so ein Wetter. Man kann ja kaum die Berge sehen. Wir sind aber auch nicht für die Aussicht hier. Wie ruhig es hier ist. Jones, was, wenn wir falsch liegen und der Stein gar nicht hier ist? Wir liegen nicht falsch. Sehen Sie das auch? Ja! Ein Schiff! Gut. Ich bin nicht verrückt. Wie kann das hier gelandet sein? Sehen wir uns das an. Sieht aus wie ein...
Nazi-Schlachtschiff? Ja. Meinen Sie, Voss Leute waren schon da? Hoffentlich nicht. Es ist riesig. Wie? Sehen Sie, ein Loch. Sehe ich! Der Stein muss auf diesem Schiff sein. Alles gut? Gina! Komme! Ich kann das nicht lang halten. Ich hasse das Geräusch. Tja, wir mögen einen Vorsprung haben, doch Ganz und seine Leute werden irgendwann hier aufkreuzen. Wir müssen den Stein finden und runter vom Schiff. Laura? Ich muss wissen, was hier geschehen ist. Ich helfe dabei. Was haben Sie da? Vielleicht noch einen hilfreichen Hinweis Ihrer Schwester. Was ist das?
Laura hätte nie Nazis geholfen. Nicht freiwillig. Es wird Zeit. Na komm schon. Denn er konnte die Erde falten, indem er sprach das Wort. Die Erde falten, was bedeutet das? Gina. Sie sind gleich da. Was hat er da in der Hand? Was steht da? Schwer zu sagen. Vielleicht irgendwas mit Erde. Finger. Was war das? Nazi. Schnell verstecken. Ja. Jones! Bin gleich da. Hey, du! Ciao. Hey! Ich bin überrascht, Dr. Jones. Voss sagte mir, Sie sind tot. Ach ja? Was hat er sonst noch für Lügen erzählt? Hände hinter den Kopf. Wo ist der Stein? Amerikanische Ratte. Stein? Was für ein Stein? Ist Ihnen Akrophobie ein Begriff? Höhenangst? Ja. Ich leide darunter. Und doch stieg ich auf diesen grässlichen Berg, obwohl mein Verstand den ganzen Weg geschrien hat. Wegen etwas, das ihr engstirnigen Amerikaner niemals begreifen werdet.
Oh, bitte. Erleuchten Sie mich. Hingabe. Totale und absolute Hingabe für das Vaterland. Und die Amerikaner? Hm? Was ist Ihr Ziel, Ihr Lebensinhalt, Ihr Nutzen? Hm? Sagen Sie es mir. Hamburger und bunte Bildchen? Ihr habt keine Geschichte, kein Volk, keinen Anführer. Was ihr habt, ist nur dummer amerikanischer Zeichentrick. Tschu-tschu, tschu-tschu. Ha, 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 ha. Ihr lacht und tanzt, feiert eure Dummheit und trinkt die abgestandene Pisse, die ihr Bier nennt. Ich gehe durchs Feuer für die Männer meines Reichs. Überwinde jede Angst, um ein Reich zu erschaffen, das 1000 Jahre überdauert. Mit Hingabe kann man allem widerstehen. Sie macht mich unbesiegbar. Herzlichen Glückwunsch. Her mit dem Stein. Sofort! Dafür müsste ich ihn haben. Fleddere ich eben ihre Leiche! Halt! Moment. Ich hab den Stein. Ich hab ihn. Den Stein! Bitte! Gina. Nicht. Wir müssen verschwinden. Hilf mir! Der Stein! Der Stein! Gina! Haltet sie auf! Erschießt sie! Hab dich!
mehr ein. Und wenn der Stein das Schiff herbrachte? Er konnte die Erde falten, indem er sprach das Wort. Zeigen Sie den Stein! Wir müssen was tun. Denk nach. Ich schaff das. Ich schaffe alles. Ich bin unbesiegbar. Erde. Erdenspalter. Ozam. Adamitisch! Wir müssen das Wort auf Adamitisch sagen! Ozelaim! Gina? Wo ist der Stein? Ich sag doch, ich bin unbesiegbar. Mein Glückwunsch. Gina? Jones? Jones! Ich hab den Stein! Verwahren Sie ihn! Wir müssen hier. Wir sind ja mitten im Krieg! Wo sind wir? Shanghai! Und das ist ein japanisches Flugzeug. Los, springen! Ach, mio Dio! Das ist nicht gut, gar nicht gut! Finden Sie! Sieh mal an! Das glaubt einem doch keiner! Selbst ich nicht! Wohin soll es gehen, Jones? Jedenfalls runter von der Straße! Runter mit dem Kopf! Wir müssen hier schleunigst weg, Jones! Was? Keine Stadtrundfahrt? Europa ist ein Pulverfass. Wenn sich dieser Konflikt ausweitet, gibt es wieder einen Weltkrieg. Versuchen wir einfach zu überleben. Ich habe einen Artikel über die japanische Invasion in China geschrieben. Japanische Bomber! Kommen Sie! Ein Flugzeug, das Ding kann nicht fliegen. Können Sie? Ich weiß, ist nicht einfach, aber was bleibt uns sonst?
Das war keine Antwort. Ich muss erst mal sehen, ob der Motor noch geht. Gut, dann haben wir wohl einen Plan. Es springt an! Es muss gerade sein, sonst können wir nicht starten! Okay, ich werde versuchen, das Heck anzuheben. Da! Gina, hochziehen! Ich versuch's ja! Ich will nicht, dass sie sterben! Ich auch nicht! Wir haben es geschafft! Zu früh gefreut. Ich glaube, die haben was gegen uns. Was war das? Sie haben uns. Geradeaus fliegen, so kann ich nicht schießen. Okay! Nein! Sie müssen im Zickzack fliegen, damit die uns nicht treffen. Entscheiden Sie sich mal! Verzeih, Lauche. Wer? Ein alter Freund. Dann könnten Sie uns doch kurz bekannt machen! Sicher. Legen wir eine Kaffeepause ein. Wir verlieren Höhe! Ich besorge uns ein neues. Merkt man kaum! Was treiben Sie da, Jones? Sind Sie verrückt? Keine hastigen Manöver. Aus dem Weg, Freundchen! Gina! Los rein! Ich versuch's ja! Helfen Sie mir mal! Verletzt? Hier. Danke. Nicht zu fassen, dass dieser Brocken uns um die halbe Welt geführt hat. Ich weiß nur, dass niemand
diese Steine je wieder missbrauchen kann. Ihre Theorie, Professor? Denken Sie nach. Die Nazis verwenden sie und landen auf einem Berg. Wir tun es und enden im Kugel- und Bombenhagel. Das passiert, wenn Sterbliche sich mit sowas anlegen. Das geht nie gut aus. Nein. Ich kann Sie am nächsten Hafen rauslassen. Vielleicht erwischen Sie ein Schiff nach Italien. Ich gehe nirgendwo hin, Jones. Nun gut. Wo sind die anderen Steine? Also, die nächste Stätte im großen Kreis wäre Sukhothai. Tief im Dschungel von Xi'an. Aber was, wenn Voss ihn schon hat? Hat er nicht. Keines der Relikte in der Schatzkammer des Vatikans war aus Sukhothai. Er muss noch da sein. Worauf warten wir dann noch? Übrigens beeindruckende Flugkünste. Ja. Sie wissen nicht zufällig, wie man dieses Ding fliegt? Wie bitte? Ach, nichts. Könnte nur bei der Landung etwas rumpelig werden. Wir sollten uns umhören. Ja, doch wir müssen erst ihr Vertrauen gewinnen. Das ist ihnen bei den ganzen Faschisti wohl etwas abhanden gekommen. Sie verhungern bestimmt. Hier, mehr habe ich nicht. Möchten Sie? Ja, gern. Na, du? Du brauchst das wohl mehr als ich. Sich nachts im Dschungel von Xi'an rumzutreiben, ist keine gute Idee. Sieht aus wie ein Hotel. Ich buche Zimmer. Gut. Hey, Nur nicht auffallen. Ja. Was denkst du? Haben die ein Telefon da drin? Hallo? Da vorne ist ein Telefon. Gut, danke. Ja, Vermittlung. Ein internationales Gespräch, bitte. Hallo? Marcus, hast du die Seite? Ja, du hattest recht, Indianer. Es gibt Legenden über eine verschollene Zikorat im Dschungel von Sukhothai. Da soll es angeblich spuken. Die Khmer meiden sie. Doch auf Legenden kann man nicht bauen. Sie sind wohl beschäftigt, dann komme ich später. Selbst wenn es sie gäbe, wüsste niemand wo. Das dachte ich mir. Keiner an der Rezeption. Wie geht's Ihrem Freund? Wer ist das? Eine Frauengeschichte? Nein, natürlich nicht. Marcus sei nicht albern. Klingeln hilft. Hab ich gemacht. Dann nochmal. Noch dran, Marcus? Indianer, ich muss dir was sagen. Und zwar? Die Universitätsverwaltung
Sie haben beschlossen, dich zu feuern. Eine Sekunde. Die wollen mich feuern? Hab doch gesagt, dass du nicht mitten im Semester verduften kannst, alter Junge. Also bitte. Marcus, ich habe hier gewisse Verpflichtungen. Entschuldigen Sie mal. Kann ich wohl nichts für dich tun, Indianer. Wo sind Steine? Hallo, Locus. Warum fragen Sie nicht Voss? Der hat sie im Vatikan eingesagt, nicht ich. Letzte Chance, abzuhauen. Leben wertvoll. Selbst ihres. Bist du da? Sawadika. Vielen Dank, überaus hilfreich. Hallo? Eine Drohung. Vermittlung? Istrat. Die Verbindung ist unterbrochen. Hallo? Vermittlung. Jones. Was ist los? Sie sind ja leichenblass. Nichts. Hat etwas gedauert, doch jetzt haben wir endlich Zimmer. Jones. Regen ist herrlich. Er wäscht alles weg. Gina. Tut mir leid wegen Laura. Ich weiß nicht wohin, wenn das hier vorbei ist. Jedenfalls nicht ins alte Leben. Was ist mit Ihnen? Was werden Sie tun? Schätze mir wohl einen neuen Job suchen. Keine Familie? Sie... Sie? Es lief nicht. Sie meinte, ich sei zu beschäftigt mit der Vergangenheit. Hab viele Versprechen gebrochen. Wie die Veranda zu reparieren. Schick auszugehen. Ja, ich weiß schon, Sie können sehr abweisend sein. Aber wissen Sie, beim Kennenlernen dachte ich, Sie wären ein herzloser Grabschänder. Ist das so? Ja. Und was denken Sie jetzt? Ich lag falsch. Sie haben ein Herz. Also nur ein Grabschänder. Wir alle haben Schwächen. Naja. Was ist los? Wir müssen hier raus. Runter in die Lobby! Rendetevi o apriremo il fuoco! Stopp! Sie werden das Hotel angreifen! Wir können helfen. Continuate a sparare! Mai diamno! Rimanete coperti!
schaffen das! Konzentration! Ja, siehst auf! Wir haben ein Boot. Folgen Sie mir. Das war knapp. Ci penseranno le fiamme a loro! Ein Boot. Fahren wir raus auf den Fluss? Richtig geraten. Oder doch lieber schwimmen? Kopkun Krab. Sie sprechen unsere Sprache. Gut genug, um Ärger zu bekommen. Warum bekämpfen Ihre Soldaten die Faschisten? Wir bekämpfen jeden, der unserem Land das Erbe stehlen will. Doch wer hat sie denn ins Land gelassen? Ein General, der Mussolini bewundert. Ein arroganter deutscher Archäologe hat einen Deal mit ihm. Voss. Sie kennen ihn? Gut genug. Ganz ruhig. Wir sitzen im selben Boot. Runter. Ich heiße Pailin Shalat Pukailum. Wer sind Sie? Mein Name ist Ginetta Lombardi. Und das ist Dr. Indiana Jones. Doktor in was? Ich bin Archäologe. Noch einer. Ich bin nicht wie Voss. Aber ich weiß, was er will. Und wie man ihn davon abhält.ฉันรู้สึกเป็นเกียรติกับการมาเยือนของท่าน ฉันอยากจะมอบที่พักในกระท่อมตกปลาแห่งนี้ที่อยู่ริมแม่น้ำที่สวยงามของเราให้กับท่านและเพื่อนร่วมเดินทาง Was hat er gesagt? Der Dorf Taste bietet Ihnen Unterkunft in einer Hütte am Fluss an. Sagen Sie ihm, wir sind hier nur für einen kurzen Besuch. Vielleicht das nächste Mal. Die Rebellen haben eine beträchtliche Menge unserer Präsente an den General zerstört. Einer von ihnen wurde gestern Abend in Ihrem Dorf gesichtet. ก็บอกไปแล้วว่าที่นี่ไม่มีกบฏ เพราะถ้ามีใครเห็นน่ะฉันก็คงจะแจ้งไปแล้ว Ich suche in Sukhothai. Sukhothai! Nach etwas sehr Wichtigem und diese Rebellen, verstehen Sie mich, Rebellen! Behindern meine Ausgrabung. Wir verschwinden erst, wenn Sie im Zaum halten. Haben Sie mich verstanden? พวกเราก็แค่อยากจะใช้ชีวิตอย่างสันติ ปัญญาชนอย่างท่านก็น่าจะเข้าใจได้ดี Nun gut. Einen schönen Abend noch. Schauen Sie in diesem primitiven Menschenformat zu. Sie sind weg. อ้าวขึ้นมากันได้แล้วไพลินอะ เรามาแล้วค่ะลุง มากับใครเนี่ย เพื่อนค่ะ พวกเขาออกมาช่วยเรา เอาเรือมานี่สิ เอาล่ะ ยุติการโจมตีได้แล้วไพลิน มันอันตรายเกินไป ก็ได้ค่ะลุงสุนันท์ Alles gut? Glaube schon.
Möchten Sie einen Tee? Ja, bitte. Ein Tee wäre wunderbar. Kommen Sie, Dr. Jones. Einen Moment noch. Kommen Sie in Lung Sunans Hütte, wenn Sie fertig sind. Wir besprechen dort alles. Ich finde sie. Ein Tee wäre jetzt gut. Savadi Krab Lung Sunan. สวัสดี ขอต้อนรับสู่บ้านของฉัน Eine Frage, Dr. Jones. Was unterscheidet Sie von Voss? Sie stehlen beide kulturelles Erbe unseres Landes. Nein, ich will nichts stehlen. Ich will Sie um Erlaubnis bitten. Ich zolle Ihre Kultur und Geschichte höchsten Respekt. Ich doziere sogar über das Königreich Siam und seine Artefakte. Dem Relikt, das wir suchen, wohnt große Macht inne. Doch für Voss ist es eine Kriegswaffe. Er will es um jeden Preis bekommen. วอสคือฆาตกรจอมลวงโลก เราจะช่วยคุณเพื่อขัดขวางไม่ให้เขาสำเร็จ แต่ Was sagt er? Dass er uns helfen kann. Es gibt aber einen Haken. คุณจะต้องพิสูจน์ตัวเองซะก่อน เราถึงจะไว้ใจคุณได้ Fisud. Fisuyunan Krab. Nanarai Krab. โถอาถรรพ์โถที่ต้องคำสาปด้วยมนต์ดำภายในโถบรรจุสิ่งที่คุณเกลียดกลัวที่สุดที่สัมผัสได้ คุณจะต้องล้วงมือลงไปในโถเพื่อคว้าเอามันออกมาเผชิญหน้ากับสิ่งที่คุณกลัว Eine Mutprobe. Das Gefäß ist magisch verflucht. Beweisen Sie Ihren Mut, Dr. Jones. Schlangen. Schweinedärme für die Suppe. ตอนที่ฉันยังเด็ก ฉันเคยได้ยินเรื่องของชนรุ่นแรกๆว่าเมื่อนานมาแล้ว Als Junge hörte ich vom ersten Volk. Vor langer Zeit kam es auf dem großen Floß. Der Himmelsgeist sprach zum Engel des Flusses, der ihnen den Weg zeigte. Sie brachten Muscheln mit, um sie im Fluss zu vermehren. Und sie erbauten einen Tempel aus Stein. Im Inneren des Tempels war die gesegnete Perle, beschützt von einem schrecklichen Jak. Was ist ein Jak? Von Yaksha, Sanskrit für Riesen. Shunta. และเมื่อถึงเวลาที่ต้องพิสูจน์ความเป็นลูกผู้ชาย ฉันถึงออกตามหาไข่มุกศักดิ์สิทธิ์นั้น Um zum Mann zu werden, suchte ich nach der gesegneten Perle. ฉันเสาะหาไปตามหนองบึงจนเจอเข้ากับยักษ์ร้าย Ich durchstreifte das Marschland und sah einen Jak im Wasser. มันทุบหัวฉันจนสลบ และเมื่อฉันฟื้นขึ้นในวิหารลับ ยักษ์ได้พูดกับฉันด้วยภาษาดึกดำบรรพ์ Er schlug mich bewusstlos und ich erwachte im geheimen Tempel. Der Jak sprach in der alten Sprache zu mir. ฉันจึงขอร้องยักษ์เพื่อขอดูไข่มุกศักดิ์สิทธิ์นั้น Ich flehte ihn an, mir die Perle zu zeigen.
และคงด้วยความสงสารยักษ์จึงนำหีบที่มีรูปร่างคล้ายหอยขนาดยักษ์ออกมา Der Jack hatte Erbarmen und zeigte mir eine Truhe in Form einer Riesenmuschel. Was war darin? Sie wissen also alles über unsere Kultur und Geschichte. Sagen Sie uns doch, was der Riese Lung Sunan verriet. Im Innern der Truhe war die gesegnete Perle. Eingraviert war ein Wort in einer längst vergessenen Sprache. Ich nehme an, diese Perle sah ungefähr so aus.คุณได้พิสูจน์ตัวเองแล้ว ดังนั้นเราจะช่วยคุณนำไข่มุกศักดิ์สิทธิ์กลับมา มันอยู่ในบึงอินเดียนาโจนส์ตามหายักษ์ในน้ำให้เจอ มันคอยเฝ้าอุโมงค์ลับใต้น้ำอยู่ ขอบคุณครับ Lung Sunan. Was hat er gesagt? Er hilft, die gesegnete Perle zu finden. Ist irgendwas davon wahr? Jede gute Geschichte enthält ein Fünkchen Wahrheit. Lung Sunan vertraut Ihnen, Dr. Jones, also bitte, enttäuschen Sie ihn nicht. Ich werde Ihnen ein Boot besorgen. Aber Sie brauchen auch noch ein Atemgerät für den Tunnel. Gehen Sie am Morgen zu Tong Dang, er wird Ihnen sicher helfen können. Ich hab sie. Ganz ruhig. Alles gut. Ich fühle mich nicht sicher. Nicht auf dem Wasser. Ist doch ein gutes Boot. Ich kann nicht schwimmen, okay? Oh. Oh. Nun. Wir haben alle unsere Schwächen. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich schaffe das auch allein. Ja. Alles gut? Ja. Alles gut. Suchen wir diesen Jack im Wasser. Wow. Was ist das? Gina? Jones? Gina! Oh. Stillhalten. Ich halte still. Nicht. Ich halte still. Das war eine große Schlange. Hier kriege ich richtig Muffensausen.
Muffen, was? Ich sehe da keinen Weg nach oben. Der Eingang ist bestimmt unterirdisch. Jones, vielleicht geht es durch einen der beiden Türme, die aus dem Wasser ragen. Klingt gut. Sehen wir mal. Geht es da rein? Nein. Vielleicht auf der nächsten. Vorsicht vor der Schlange. Mussten Sie mich dran erinnern? Entschuldigung. Was ist das? Der Jag im Wasser. Genau wie Sunan sagte. Gefällt dir das? Ja? Hoffentlich war's das. Nur eine tote Schlange ist eine gute Schlange. Jones? Indy? Alles in Ordnung? Ja, Können Sie mich holen? warten Sie, ich komme. Gut, die Schlange hat Sie nicht verspeist. War knapp. Hab sie aber getötet. Oh, das arme Ding. Tja, entweder sie oder ich. Bereit machen. Alles gut?
Los! So, da tut sich etwas. Eine Karte. Sukhothai vielleicht. Ich muss mir das genauer ansehen. Dieser Berg, vielleicht ein Fels? Stein. Hier ist der Gina. Diese Karte zeigt den Weg zum Stein. Ich hab's. Verschwinden wir von hier. Was haben Sie? Nichts. Wissen ist ein Fluch. Es bringt nur Tod. Ich habe Sie gewarnt. Das haben Sie, ja. Und verdammt, Sie gewinnen. Ich gebe Ihnen, was Sie wollen. Sehen Sie hier. Los. Rennen Sie! Alles in Ordnung? Fabelhaft! Ich suche einen Weg nach unten. Ich muss wissen, wofür die Steine sind. Sie müssen nichts wissen. So oder so. Ich find's schon raus. Dann halte ich Sie auf. Dann prügel ich weiter auf Sie ein. Hey! Ihr beiden! Ihr führt euch wie zwei kleine Schuljungen auf, wisst ihr das? Voss will doch, dass ihr euch bekämpft. Und während ihr damit beschäftigt seid, wird er uns die Steine vor der Nase wegschnappen. Ich muss die Worte schützen.
Ich muss büßen für meine Vorfahren. Oh, um Himmels Willen! Na und? Ihr hängt in der Vergangenheit. Und ganz genau in diesem Augenblick breitet sich das Böse aus. Und wir können wählen, ob wir das bekämpfen oder einander. Ich habe keine Wahl. Tolle Ablenkung. Ich hab's ernst gemeint. Verschwinden wir. Hier kriege ich Muffensausen. Lung Sunan. Indiana Jones คุณไปเจอยักษ์ในน้ำมาแล้วใช่ไหม Tinitinai. อ๋อแผนที่นี้มันเก่ามากแล้ว มันยากที่จะบอก เดี๋ยวนะ ฉันจำมันได้แล้ว นี่คือจุดสูงสุดของเขาหลวง นี่มันเป็นแผนที่เก่าของสุโขทัยเมื่อหลายร้อยปีมาแล้ว นี่น่าจะเป็นแม่น้ำสายหลัก ตอนนั้นมันตื้นกว่านี้ ซึ่งทำให้ตรงนี้น่าจะเป็นที่ตั้งของวัดมหาธาตุในปัจจุบัน Wat Mahatat? Natürlich. Kopkun Krab. Haben Sie Sunan gefragt? Ja, und ich glaube, der Stein ist in Wat Mahatat. Was? Mahatat, genau. Oh, gut. Haben Sie die Explosion gehört? Ja, Pailin will, dass ich den Grund herausfinde. Ich glaube, das war im Südwesten. Hier oben ist ein Weg. Hoffentlich gibt es hier keine Faschisti. Was war das hier? Wat Mahatat, der Tempel des großen Relikts, errichtet vom ersten König von Sukhothai. Das scheint der Weg zu sein. Wonach suchen wir eigentlich? Weiß ich noch nicht. Nach etwas, das uns den Weg zum Stein weist. Ich glaube, ich sehe etwas. Das ist es. Sie haben es gefunden. Sehen Sie. Vielleicht hätte ich Archäologin werden sollen. Immer eins nach dem anderen. Packen Sie mal mit an. Ich lass jetzt los. Wir sollten wohl Also los. erst mal drüber reden. Dieser Teil des Tempels sieht anders aus. Ah, stimmt. Er stammt aus der Zeit vor Sukhothai. Die Leute, die hier lebten, haben ihren Tempel darüber errichtet. Alles lag lange verborgen. Vielleicht können wir... Wo gehen Sie hin? Jones, es ist das Spiel.
Wir brauchen mehr Leute, wenn wir spielen wollen. Winjan แห่งท้องฟ้าร้องขอเทวดาแห่งแม่น้ำให้คอยช่วยนำทางณใต้น้ำอันมืดมิดชนรุ่นแรกได้ซุกซ่อนไข่มุกศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ เราอยากให้คุณช่วยทำหามุกไข่มุกศักดิ์สิทธิ์ Ihr wollt die Faschisten nicht provozieren. Doch das ist das Risiko wert. Nun gut, Dr. Jones. Was genau sollen wir denn tun? Doch. Mit 17 heiligen Steinen und einer Warnung an die Menschen kam die Stimme Gottes auf die Erde. Stimme Gottes. Metatron. Der Kreis muss geschlossen sein, um was? Komm schon, Laura, was hast du für mich? Kreis. Kreis? Kreis bedeutet auch Name. Es gibt immer einen Auslöser. Es gibt nur einen Weg. Ich wusste es. Langsam bin ich es leid. Herrje! Gott! Da geht's ganz schön runter.
knapp! Jones! Das ist Port Pinen! Die Peitsche daran festmachen! Alle raus! Der Tempel stürzt ein! Gut! Sofort raus da! Beeilung! Wir müssen sie rausbringen, Pinen! ทุกคนออกไปเดี๋ยวนี้เลย Gina! Ich hab ihn. Sorry, Jones. Ich war nicht schnell genug. Und der andere? Welcher andere? Warten Sie! Halt! Ein Leben der Ignoranz. Welch Segen. Beneidenswert, kleiner Mann. Der Riese hat recht. Denn das ist, was Sie sind im Inneren, Dr. Jones. Ein erbärmlicher, kleiner Mann. Besser als ein Nazi zu sein! Sie haben den Stein für mich gefunden. Und... Oh, ist das der Stein aus Machu Picchu? Ja, ich hatte das Gefühl, dass dieser kleine Ganswurst fürs Vaterland sterben würde. Alter! Doch sagen Sie, Ragazzina, hatten Sie und Ihre Schwester ein schönes Wiedersehen im Himalaya? Zur Hölle, Voss! Nein, sie hat es nicht geschafft. Wie schade. Ich fing an, sie lieb zu gewinnen. Holen Sie die Steine! Jones! Gina! Hinter den Schild bleiben! Da kommt man durch! Lass sie nicht entkommen! Erschießt sie, bevor sie entwischen! Was jetzt? Da unten sind sie! In Deckung! Feuer! Da Feuer anstellen! Nichtsnütziger, Gottverdammter Idiot! Sie
sind in der Falle, Dr. Jones! Alles gut. Er gehört zu uns. Wir halten Sie auf. Nehmen Sie das Boot am Fluss. Und viel Glück, Dr. Jones. Danke. Los, gehen Sie! Das verdammte Gewehr her! Alles im Griff. Okay. Den Kopf schön unten halten. Das war knapp. Bringen Sie uns hier raus. Festhalten! Warum helfen Sie uns? Ich wähle das kleinere Übel. Da oben! Die Brücke! Den Feind des Feindes, was? Die Steine müssen diesem Voss vorenthalten werden. Der Fluss ist blockiert. Dann woanders lang! Per Mussolini! Oh Gott! Vor uns! Oh Gott! Das war aber knapp! Oh Gott! Wusste gar nicht, dass Boote das können. Hinten! Das war aber knapp! Ruhe in Frieden! Hinfort! Rechte Seite! Gut, dass Sie auf unserer Seite sind. Wenn wir die Steine wollen, müssen wir uns zusammen. Das war aber knapp! Direkt vor uns! Das war aber knapp! Vorsicht! Keine Zeit zu verlieren! Oh Gott! Das war aber knapp! Ins Wasser! Nein, 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 nein! Oh Gott! Keine gute Schwimmerin. Stimmt's, Fräulein Lombardi? Laura muss sie verachtet haben. Wieso hat meine Schwester ihre Befehle befolgt? Was, wenn ich nur die Besessenheit Ihrer Schwester mit ihrer Forschung geweckt habe? Leute wie Sie würden mit Freude ihre Prinzipien opfern, wenn sie die Möglichkeit bekommen, ihrer Faszination nachzugehen. Und manche würden sogar ihr Leben dafür geben. Die naive kleine Schwester. Sie ekeln mich an. Oder was wäre, wenn ich nur mit etwas drohen musste, das ihr sehr wichtig war? Wie Familie. Familie! Toto! Toto! Bastardo! Ah! Bin der Jones. Los!
Wo ist Ihre Freundin? Was hat sie? Ich muss sie befreien. Gehen wir also. Gehen wir also. Hey, Kumpel, geht's hier nach Bagdad? Hey! Sie haben hier nichts zu suchen! Ganz ruhig. Er weiß nicht, wie stark er ist. Ich sag's ihm immer wieder. Da ist er. Der letzte Ort des großen Kreises. Ich komme, Gina. Holen wir uns den letzten Stein. Hier ist mehr als nur der Stein. Was ist hier noch? Sie sind alles andere als gesprächig. Reden, zuhören, kommunizieren ist nicht schwer. Im Namen des... Tränen bringen Ihnen überhaupt nichts, Fräulein Lombardi. Niemand wird Sie befreien! Und jetzt erreicht es mir mit Ihrer Weigerlichkeit und Ihrer Selbstgefälligkeit! Wir gehen, Bergmann. Zu viele Wachen. Voss geht kein Risiko ein. Meine Leute sind da. Leute? Was für Leute? Was sagen Sie mir nicht? Dieser Ort ist heilig und gefährlich. Wenn die Wachen fort sind, holen Sie Ihre Freundin und gehen. Mädchen holen. Verschwinden. Gut. Was ist mit Ihnen? Das spielt keine Rolle.
Gehen Sie und blicken Sie nicht zurück. Venite, fratres mei. Facite impetum! Was zur Hölle? Schießen! Erschießt sie! Ah! Da ist irgendwas. Los, los, schnell hin. Sieh mich los. Was ist da draußen los? Haben wir einen Plan? Ich rette Sie. Los, gehen wir. Ich muss nicht gerettet werden. Wir müssen verschwinden. Wir können jetzt nicht gehen. Wir müssen Voss hinterher. Ich kann Sie nicht verlieren. Kommen Sie. Wollen Sie denn nicht wissen, worum es hier geht? Und ob ich das will. Keine Schüsse mehr. Das ist doch gut, oder? Dort drüben. Ja. Das muss der Weg hinein sein. Bereit, wenn Sie es sind. Oh nein. Sie haben tapfer gekämpft. Lukus ist nicht hier. Warum sollte er hier sein? Er hat für die Ablenkung gesorgt, damit ich sie in Sicherheit bringen konnte. Läuft wie am Schnürchen. Was? Sind Sie jetzt etwa Freunde? Nein. Naja, vielleicht doch. Was für ein... Ich brauche Hilfe. Madre mia. Ist es das, was ich denke? Die Arche Noah. Ist sie echt? Die ist nicht gestrandet. Sie wurde hier platziert vor langer Zeit. Was hat Noahs Arche mit den Steinen zu tun? Weiß ich noch nicht. Wir müssen sie finden, bevor Voss es herausfindet. Und was, wenn er es schon weiß? Das Zelt. Das ist wohl der einzige Weg in die Arche. Jetzt. Warten Sie. Was? Werden wir beide erwischt, hat Voss die Steine. Ich gehe runter und suche einen Weg. Sie bleiben hier. Nein, ich will mitkommen. Sie bleiben mit den Steinen hier, bis ich zurück bin. Okay. Was, wenn Sie nicht zurückkommen? Dann können Sie eine schöne Geschichte erzählen. Lukas. Ich hol sie da raus, Kumpel.
Zugegeben, Dr. Jones. Ich hätte nicht erwartet, dass die Riesen angreifen. Hat mir Kopfschmerzen bereitet. Was ist mit ihm? Pferdenarkosemittel. Nicht beeindruckt? Sie haben die Bundeslade gefunden, ja, aber ich die Arche Noah. Woher wissen Sie, ob es die echte ist? Ach, kommen Sie, Indianer! Ich bitte Sie, sollten wir diese Kleinlichkeiten nicht einfach sein lassen? Warum tauschen wir uns nicht einfach aus? Das wäre doch viel passender für diesen glorreichen und historischen Moment. Ich würde gern auf die Waffen verzichten. Nur zu? Dann gibt's was auf die Zähne. Wie Sie meinen. Aber ich beherrsche die tödliche japanische Kampfkunst. Karate! Oder meine Wachen erschießen Sie. Sagen Sie, Dr. Jones, was wissen Sie über den Mythos der großen Flut? Welchen denn? Es gibt Tausende. Es gibt den Klassiker aus der hebräischen Bibel, den sumerischen Schöpfungsmythos, die Sintflut des Chinesen Gunyu, die Blutflut des Ymir und dann natürlich die vielen griechischen Mythologien. Nur die Namen der Überlebenden ändern sich. Noah, Pyrrha, Deukalion. Alle weisen auf dasselbe echte Ereignis hin. Ich werde Ihnen alles erzählen, was ich weiß. Danach haben wir genug Zeit, uns die Köpfe einzuschlagen. Fluten gibt es seit Anbeginn der Zeit. Das sind nur Geschichten. Nun, jede Geschichte enthält ein Fünkchen Wahrheit. Und ich kenne eine, die neu für Sie ist. Darf ich bitten? Kommen Sie. Von meiner Ausgrabung in Nordafrika. Hier wird der Mythos der Flut beschrieben und seine Verbindung zum großen Kreis. Metatron, die Stimme Gottes, wurde geschickt, um einem Sterblichen, nennen wir ihn Noah, zu sagen, dass er ein Schiff bauen soll. Die Arche. Der Engel gab Noah 17 Steine. Alle mit der Macht, die Erde zu falten. Ja. 17 Steine, 17 Worte. Jeder Stein verbunden mit einem der Orte des großen Kreises. Noah nutzte die Steine, um Tiere von überall auf der Welt zu versammeln, damit sie nach der Flut die Erde bevölkerten. Und die Steine wurden versteckt an jedem der Orte des großen Kreises und von diesen grausamen Riesen beschützt. Die Nephilim? Ja, einige machten sie für die Flut verantwortlich. Sie mussten Buße tun. Aber die Steine gingen langsam verloren, wurden gestohlen, vergessen. Die Riesen formten ein Bündnis mit dem Vatikan, um die Steine zu suchen. Und vor Leuten wie uns zu schützen. Leuten wie ihn. Also, Dr. Jones. Wo ist Fräulein Lombardi? Oh, sie ist fort. Längst fort. Wie schade. Denn ich habe etwas, das sie bestimmt hören möchte. Hier spricht Laura Lombardi an Bord der SS Comets. Voss, wenn Sie das hören, Ihr Experiment ist grandios gescheitert. Das Schiff ist auf einem Berg gestrandet. Der Kapitän will, dass ich das Experiment erneut durchführe, um uns zurückzubringen. Aber nein, lieber sterbe ich mit dem Stein, als dass Sie ihn haben. Schmoren Sie in der... Was für eine anmaßende Frau.
gestorben. Wofür? Das werden Sie nie verstehen. Verzeihung, Gina. Ich habe gelogen. Vall'inferno, was? Ihr könnt jetzt reinkommen. Angelockt von der Erinnerung an ihre tote Schwester wie eine Ratte von stinkendem Käse. Er hat die Steine nicht. Natürlich nicht. Das Mädchen hat sie. Ihre Schwäche für das schöne Geschlecht hat sie dumme Entscheidungen treffen lassen. Da seid ihr endlich wie entzückend. Was hören Sie? Sie spielen mit Kräften, die Sie nicht kontrollieren. Oh, Sie sollten es wissen, Indiana Jones. Ich habe immer die Kontrolle. Gina, es tut... Ich störe Sie zwei Turteltäubchen nur ungern. Doch sehen Sie her, Dr. Jones. Jetzt erleben Sie, wie Geschichte gemacht wird. Nun, wie Ihre Schwester am eigenen Leib erfahren musste, ist der Gebrauch eines Steins extrem unvorhersehbar und für die Kriegsführung ungeeignet. Nein. Wir brauchen alle Steine. Doch der letzte fehlt Ihnen noch. Sind die Steine im Steuerrad der Arche platziert und die Worte in der richtigen Reihenfolge gesprochen, kann ich nach meinem Belieben an jedweden Ort reisen. Das Geschenk Gottes, gegeben an Noah. Und jetzt... Dieses Geschenk in der Hand der mächtigen deutschen Wehrmacht. Eine Panzerdivision, die wie aus dem Nichts erscheint, am Times Square in Washington, D.C. oder vor ihrer Universität. Ihre Freunde, ihre Familie, ihre gesamte Nation würde innerhalb eines einzigen Tages wimmernd zu unseren Füßen liegen. In Ihrem Artikel, Fräulein Lombardi, schreiben Sie Emmerich Voss mit Doppel-M und Doppel-S wie SS. Der Elch haben mit. Ojelaim. Zohavnitzim. Harolvim. Was tun Sie? Gilatzverim.
Shirami Dun. Moten Itran. Abek Maga Imbalim Shava Free. Gan Shural. Abek Maga Imbalim Avikroan. Imad Behrot. Shava Free. Levet Neo. Madayara. Dreamikme. Was? Sie müssen aufhören! Still! Sie wissen nicht, was Sie tun! Natürlich weiß ich das. Noah war von Gott gewählt! Sheletrem. Ravem Kaal. Dovid Naim. Sagen Sie nicht den letzten... Koyex. Warum lachen Sie? Womit haben Sie denn gerechnet? Lucas zuerst. Das waren Sie, Jones! Sie haben mein Experiment sabotiert! Nein, Voss! Das war Sie alleine, nicht ich! Alles war perfekt! Ich werde euch alle töten! Schnell! Sie bleiben schön hier! Das ist Ihre Schuld, Jones! Sie haben sich das eingebrockt! Sie wollten sich nur nicht von mir übertrumpfen lassen! Sie sind verrückt! Wo wollen Sie hin? Na bitte! Sie haben keine Chance! Wer ist hier verrückt, hä? Sie haben mich doch wie ein Besessener um die Welt gejagt! Sie sind ein Nazi! Natürlich jage ich Sie! Der Riese ist tot! Nun kann Sie keiner mehr beschützen! Ja, was kämpfen Sie denn noch, Sohn?
Ich hab gewonnen. Ich habe sie gewarnt. Ich kann Karate. Hoppla! Ein perfekter Schlag. Tut das weh? Ich habe es. Du musst deine Tee. Er war gut. Ich hab sie. Gehen Sie da weg! Weg! Sie haben das verursacht! Letzte Chance! Weg da! Ich werde mich einem degenerierten Monster wie Ihnen nie beugen! Mich kommandieren lassen! Das ist meine! Meine! Sie wurden gewarnt! Das ist meine! Indiana Jones! Lucas! Runter vom Schiff! Jetzt! Springen! Sie können doch nicht schwimmen! Ich weiß! Ah!
Lucas. Hat er überlebt? Ich weiß es wirklich nicht. Oh. Er hat sich als würdig erwiesen. Das ist wohl der Abschied. Ja. Das gehört Ihnen. Lauras Tagebuch. Danke. Wollen Sie noch ein wenig bleiben? Ich habe Freunde, die Ihnen alles zeigen könnten. Ein Krieg naht. Und ich muss eine Geschichte erzählen. Und Sie sind zu beschäftigt mit der Vergangenheit. Weiß nicht. Vielleicht gebe ich anderen Dingen Vorrang. Ich nicht. Nicht jetzt. Es geht um zu viel. Adios, Drambo. Jones! Wir sehen uns, wenn alles vorbei ist. Vielleicht können wir dann ja ausgehen. Wäre schön.